Hallo! Dies ist das erste Video in einer neuen Reihe, speziell für diejenigen unter euch, die Deutsch lernen und studieren. Und wie bei allen Videos von mir könnt ihr englische oder deutsche Untertitel einblenden, wenn ihr sie braucht. In diesem Video präsentiere ich Ausschnitte aus meinem Video über die versteckten Sehenswürdigkeiten Frankfurts, aber auf Deutsch. Das ist keine Übersetzung des Originals, weil die Sprache für fortgeschrittene Anfänger verständlich sein soll. Unsere Reise durch Frankfurt beginnt am Römerberg. Hier ist das historische Zentrum der Stadt mit dem alten Rathaus. Wir laufen durch die wiederaufgebaute Altstadt und biegen am Dom links ab. Hier sieht es ziemlich langweilig aus, aber das macht nichts. Wir suchen die Straße Fahrgasse und hier auf der rechten Seite ist ein Teil der Staufenmauer. Sie wurde im 12. Jahrhundert gebaut, um die Stadt vor Räubern zu schützen. Aber die Stadt wurde größer und später musste eine neue Mauer gebaut werden. Dieser Teil der Staufenmauer wurde nicht abgebrochen. Hier diente die Mauer als Grenze des jüdischen Ghettos. Im Jahre 1711 zerstörte ein Brand fast alle Häuser im Ghetto und die Einwohner mussten die Mauer auf eigene Kosten reparieren. Jetzt fahren wir mit der Straßenbahn Nummer 18 nach Sachsenhausen und steigen am Frankensteiner Platz aus. Sachsenhausen ist ein Stadtteil von Frankfurt und hatte seine eigene Mauer. Das ist der Kuhhirtenturm, der auch das Elefant genannt wurde. Hier hatten die Einwohner Zugang zum Fluss. Im 18. Jahrhundert wurden die meisten Befestigungsanlagen abgebrochen, aber nicht der Kuhhirtenturm. Hier wohnte der Komponist Paul Hindemith. Heute ist hier ein kleines Museum. Jetzt fahren wir mit dem Bus M36. Die Strecke ist sehr kurvenreich, weil hier im späten 17. Jahrhundert die Befestigungsanlagen modernisiert wurden. Wenn man auf einem Stadtplan solche Straßen sieht, kann man davon ausgehen, dass hier eine barocke Stadtmauer verlief. Wir steigen am Eschenheimer Tor aus. Und hier sehen wir den Eschenheimer Turm. Er ist ungefähr so alt wie der Kuhhirtenturm. Er sollte abgebrochen werden, aber der französische Gesandte Graf d'Edouville hat sich für den Erhalt des Turms engagiert. Und er steht heute noch. Jetzt müssen wir mit der U-Bahn fahren. Von Eschenheimer Tor fahren wir in Richtung Südbahnhof bis Hauptwache. Dann steigen wir um und fahren in Richtung Hausen oder Heerstraße bis Bockenheimer Warte. Und das ist die Bockenheimer Warte. Sie ist ein Wachturm. Sie wurde im 15. Jahrhundert als Teil der Frankfurter Landwehr gebaut. Damals gab es hier nur Bauernhöfe und Dörfer. Die Bockenheimer Warte wurde gebaut, um die Straße nach Köln zu schützen. Heute steht die Warte neben Gebäuden, die zur Universität gehören. Im 19. Jahrhundert diente sie als Lüftungsschacht für die Abwasserkanäle. Heute gibt es hier ein kleines Café. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich verlinke hier das englischsprachige Original und wünsche euch einen schönen Tag noch.